Hello everybody for my international fans und für alle anderen, die sonst so zuschauen, also mal ein Servus bei AAS24 und ich zeige euch heute, wie man DAB+ in ein Original-Werksradio reinbringt, welches eben noch kein DAB+ hat, aber dafür einen USB-Anschluss hat. Lasst euch überraschen, das ist eine ganz coole Geschichte, bleibt dran, bis nach der Intro. Das DAB+U von Dension ist ein DAB-Empfänger, der mit einem USB-Kabel am USB-Anschluss von eurem werkseitigen Autoradio angeschlossen wird und welches natürlich bis dato noch kein DAB hatte. Und jetzt schalten wir das Autoradio nur auf die Quelle USB-Anschluss und dann wird mir mein kompletter DAB-Empfang vorgeführt und da kann ich meine Sender auswählen. Das zeige ich euch allerdings gleich in der Praxis, wie das funktioniert. Ich wollte euch gerade nur die Technik ein bisschen erklären. Mit dem USB-Kabel bekommen wir automatisch die Stromversorgung von unserem Empfänger. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist die DAB+-Antenne, also der Empfang schlichtweg. Den können wir jetzt lösen, entweder mit einem Antennensplitter, dazu gibt es ein Video von uns, das verlinkt man euch im Videobeschreibungstext, oder auch eine Scheibenklebeantenne. Da werden wir aber eine spezielle für euch hervorführen, weil das DAB+U hat als Ausgang kein Phantomadapter, also keine Phantomspeisung. Das heißt, wir können nicht die herkömmlichen DAB+ Klebeantennen nehmen, die wir sonst im Sortiment haben, sondern eine spezielle, die mit einer extra Verkabelung für die Stromzufuhr für die Antenne ausgestattet ist. Und die Antenne werden wir euch speziell nochmal zu dem Artikel mit als quasi passenden Zusatzartikel mit anbieten. Oder ihr nehmt eine normale passive Antenne, wie sowas hier, ist jetzt allerdings wahrscheinlich in der Praxis nicht so üblich, sich noch so ein Magnetfußding aufs Dach zum Knallen. Aber diese verschiedenen Varianten gibt es. Auch eine Shark-Antenne, die dann DAB+ zusätzlich mit empfängt, kann man natürlich auch installieren, ist auch anfahrbar über dieses Zusatz-Remote-Kabel. Und dann haben wir komplett DAB im Auto. Grundsätzlich wird der DAB+U ja am USB-Anschluss angesteckt vom Werksradio. Aber wir geben nicht jedes Werksradio frei. Also ihr müsst tatsächlich schauen in unsere Liste, die wir für euch im Artikelbeschreibungstext bei uns im Webshop bei dem Artikel dazugefügt haben. Welches Fahrzeug fahrt ihr? Welches Autoradio von Werk ab ist da drin? Ist dieses Autoradio bei uns in der Liste mit aufgeführt? Dann steht auch dabei, welches File ihr aufspielen müsst, welches in der ZIP-Datei in der gleichen Seite zu finden ist. Und dann spielt ihr das File einfach auf. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch sowieso nochmal jetzt gleich. Und dann haben wir sozusagen dieses Gerät auf das Autoradio perfektioniert und dann steht mit dabei, wie viel Buffering-Zeit, also Umschaltzeit zum nächsten des Sender, gebraucht wird bei dem Fahrzeug. Das ist in der Regel zwischen 4 bis 10 Sekunden, aber es gibt auch Autoradios, und ihr werdet das ja in der Liste sehen, wo das tatsächlich bis zu 1 Minute braucht. Das ist aber eher die Ausnahme. Ihr müsst doch selber entscheiden, ob das für euch richtig ist oder ob ihr lieber die Finger in dem Fall davon lasst. Wenn ihr ein Autoradio habt, von Werk ab, wo ihr nicht in unsere Liste drin findet, bedeutet es nicht zwangsläufig, dass der DAB+U gar nicht funktioniert. Aber wir haben darüber noch keine Information. Jetzt kann es durchaus sein, ihr solltet den einfach mal ausprobieren. Ihr dürft natürlich dieses Gerät bei uns bestellen und ihr dürft es auch wieder innerhalb der nächsten 14 Tage zurückschicken und wir würden euch das Gerät natürlich komplett erstatten. Aber damit habt ihr die Möglichkeit, es bei euch zu probieren und bitte uns auch Bescheid zu geben, dass es an dem und dem Radio mit dem File XY tatsächlich funktioniert hat und ihr glücklich damit seid. Dann könnten wir für uns die Liste ergänzen und andere freuen sich ebenfalls drüber. Sollte der DAB+U bei euch im Autoradio dann funktionieren, obwohl er nicht in der Liste steht, dann seid so lieb, macht ein Bild von eurem Autoradio, schickt uns das samt der Bezeichnung von dem Autoradio, falls ihr die zur Hand habt, und das Baujahr und den Typ von dem Fahrzeug. Und dann sind wir echt glücklich. Und wenn ihr uns den zurückschickt, weil ihr sagt, Mist, ich habe ihn einfach nicht zum Laufen gebracht, schade, aber der Versuch war es wert, dann achtet bitte drauf, dass ihr das Gerät nicht total verhunzt und kaputt macht und die Schachtel nur zertrampelt, sondern packt es wieder schön ein, schickt es uns zurück, dann kriegt ihr euer Geld natürlich zurück. So Leute, wir sitzen jetzt hier bei mir im Büro und ich zeige euch jetzt, wie man am PC die Datei auf den DAB+U aufspielt, um
die perfekte Datei drauf zu haben für dein Autoradio. Das beigelegte USB-Kabel steckt man in den unteren USB ein und der obere wäre Pass-Through. Das heißt, hier können wir jetzt weiterhin einen USB-Stick oder was weiß ich was als Verlängerung mit anschließen, um nach wie vor auch ein USB zu haben. Jetzt direkt am PC anschließen. Wir suchen bei uns im Webshop erstmal den DAB Plus U raus. Den finden wir ganz easy über die Suche und gehen dann in die Detailbeschreibung rein. Da sieht man dann auch unsere Liste, die wir für euch angefertigt haben von allen Fahrzeugtypen. Das heißt, wir brauchen ja jetzt erstmal den VW und wir haben das Discover Media und das war jetzt die ursprüngliche Liste Discover Media bis 2015 und da ist die K43 als File mit 4 Sekunden vorgegeben. Wir haben aber das Fahrzeug Discover Media ab 2015 und der war jetzt in der bisherigen Liste gar nicht drin. Wir haben jetzt einfach mal versucht mit der K43 das neue Discover Media zum Laufen zu bringen und das hat ja super funktioniert. Jetzt aber nochmal der Weg, wie wir das Ganze gemacht haben. Ihr findet jetzt ganz oben in der Beschreibung diesen Download und den könnt ihr aufmachen. Ihr erhaltet das runtergeladene ZIP-File, das man dann öffnen kann, wo auch immer sich die Downloads bei euch abspeichern. Und jetzt haben wir hier die ganzen Files, die wir zur Verfügung haben für die verschiedenen Fahrzeuge. Und wir haben jetzt hier die K43. Und jetzt gehen wir in unseren PC-Browser rein und schauen mal, hier hat sich unser DAB Plus U bereits als Laufwerk geöffnet. Den können wir anklicken. Und da gibt es jetzt 2 Ordner. Einer davon heißt Settings. Und hier in den Settings müssen wir jetzt dieses File reinschmeißen und einfach dazulegen. Das lädt sich jetzt direkt hier rein und ist jetzt hier zur Verfügung. Jetzt wird sich selber dieses Fenster schließen und das DAB Plus U als Laufwerk abmelden, weil jetzt hat es erkannt, dass hier eine neue Datei da ist und installiert sich jetzt auf diesem Gerät. Und nach kurzer Zeit wird sich wieder dieses Laufwerk öffnen. Wir werden das jetzt hier sehen. Jetzt wird gleich, da ist es wieder. Und jetzt gehen wir wieder in die Datei Settings rein und siehe da, die Datei, die wir gerade eingeladen haben, die K43, ist verschwunden. Und das ist das Zeichen dafür, dass die Datei ordentlich installiert wurde. Wer sich bei seinem Fahrzeug jetzt nicht ganz sicher ist, welche Datei die richtige ist und was es vielleicht noch drumherum gibt, gibt es von Dension noch die Kompatibilitätsliste, die ihr als Link hier findet. Da macht sich dann eine PDF auf, wo für sämtliche Fahrzeuge die ganzen Inhalte von Dension aus drin sind. Das ist jetzt nicht die Gewähr, dass alle Fahrzeuge drin sind, weil die ist nur so aktuell, wie Dension die auch hält. Aber wir hätten jetzt hier zum Beispiel für Alfa, für Audi, für BMW die verschiedenen Radiotypen und hier drin findet man nachher auch die entsprechende Datei mit der Buffer-Time und da seht ihr als Anhaltspunkt nochmal, für welche Modellserien das zutrifft. Wir haben in unserem Fall das Discover Media gehabt bis 2015 und da ist eben vorgegeben die K43 mit 4 Sekunden oder die K3, es wird aber gar nicht empfohlen, mit 34 Sekunden. Also wir nehmen für unseren Versuch, ob das neue Modell ab 2015 Discover Media auch mit der K43 funktioniert und es hat ja wunderbar geklappt und somit haben wir uns für die K43 entschieden gehabt. So Leute, und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze in der Praxis ausschaut. Wir sitzen jetzt hier im Golf 7 mit einem Autoradio Discover Media und adaptieren jetzt ganz flink einfach mal provisorisch unseren DAB Plus U und unser USB-Schacht befindet sich direkt hier unten dran. Das ist in jedem Auto ein bisschen anders zu finden, aber ihr geht an den USB-Schacht ran und steckt den mal ganz unkompliziert ein. Damit haben wir die Stromversorgung schon dran, das quittiert uns diese LED-Lampe. Und jetzt würde dann nur noch fehlen, die Antenne für DAB nachzurüsten. Da könnt ihr ja entsprechend eine Scheibenklebeantenne verwenden, eine passive oder eine mit einer externen Stromversorgung. Und
Oder ihr tauscht die Dachantenne aus, da haben wir euch auch schon Videos eigentlich dazu. Da findet ihr jede Menge Material. Wer sagt, nee, Antennen austauschen, gefällt mir eigentlich nicht, der kann es auch probieren mit einem Splitter, den hinterm Radio auf den UKW-Anschluss drauf zu docken und da das DAB-Signal rauszusaugen sozusagen. Auch hierüber haben wir schon Videos, verlinken wir euch im Videobeschreibungstext. Wir machen hier, weil wir es wirklich nur mal schnell provisorisch zeigen möchten, eine Magnetfußantenne aufs Dach und stecken das jetzt mit an unserem DAB Plus U an und damit haben wir schon alles angeschlossen in dem Fall. Also es ist wirklich kinderleicht und jetzt könnt ihr am Autoradio auf den USB-Schacht umschalten und es wird mir sofort DAB Plus Radio angezeigt und hab sofort alles drauf. Wir haben jetzt im Radiomodus unsere alten UKW-Sender und jetzt schalten wir um auf Media mit der Quelle USB. Und jetzt haben wir auch schon die Darstellung, da steht jetzt schon drin DAB-Radio, Sunshine Live und kann mir jetzt auch mit der Auswahl eine Senderliste anzeigen lassen, wo ich sehe, welche Sender ich jetzt alle reinbekomme. Also wir reden hier von Rockantenne, wir reden von Schwarzwaldradio, Schlagerparadies, SWR 3, 4, 5, 6, 8, 12, keine Ahnung, wie viele SWR 3 Sender es gibt. Wir haben Digitalradio, wir haben Absolute Relax, wir haben Bayern-Artikel, das Ding, keine Ahnung, alles Mögliche. Und das haben wir alles jetzt zur Verfügung. Und jetzt können wir zum Beispiel Energy, Digitalradio nehmen, auswählen. Und jetzt dauert es einen ganz kleinen Moment, bis der Sender wiedergegeben wird. Und da haben wir ihn schon. So, und das war eigentlich schon alles. Hier ist meine Senderliste. Und wenn ich die nicht mehr haben möchte, dann lasse ich es mir so anzeigen und könnte jetzt auch auf den nächsten Sender überspringen und einfach skippen und schauen, was da sonst noch alles empfangbar ist. Jetzt dürft ihr euch wieder freuen, alle die ein Auto gekauft haben mit einem originalen Werksradio, wo noch kein DAB Plus drin hat. Die Zeit der Trauer ist vorbei. Wir haben jetzt Denschen DAB Plus U. Hauptsache, ihr habt einen USB-Anschluss und, naja, Hauptsache, ihr habt ein entsprechendes File auch, wo dann auch funktioniert. Aber das Ausprobieren ist es auf jeden Fall wert. Und vielleicht ist ja euer Autoradio bereits in der Liste drin, wo ihr gleich wisst, ja, wenn ich das einbaue, dann funktioniert es so. Fürs Zuschauen schon mal vielen Dank. Wir sind ja auch auf Instagram mittlerweile. Da könnt ihr uns natürlich auch folgen. Wenn euch Facebook lieber ist, auch da sind wir zu finden. Ansonsten hier bei YouTube seid ihr natürlich jederzeit herzlich willkommen. Und wir freuen uns auch hier über ein Abo von euch. Los, jetzt ab in die Kommentare. Ist es was die Welt braucht? Oder sagt er, nee, also mein Auto hat ja schon lange DAB, wir brauchen das nicht mehr. Haben uns trotzdem über das Video gefreut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Olli von ARS24.